Wir beginnen diesen Gottesdienst mit dem Lied 778. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Der Teufel sagte zu Gott: Ich habe allen Kirchen geräumt und geschlossen. Gott lächelte und sagte: Ja, als du die Kirchen geschlossen hast, habe ich jedes Haus zu einem Tempel gemacht. Tatsächlich, jedes Haus ist ein Tempel, eine Kirche Gottes. Unser Zuhause ist auch eine Kirche, ein Tempel. Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem Familiengottesdienst mit den Erstkommunionkindern. Alljährlich am 22. April ist der Tag der Erde. Am letzten Mittwoch haben wir und die ganze Erdkreis diesen Gedenktag gefeiert. In diesem Jahr ist der internationale Aktionstag mit dem Motto Global Denken, Lokal Handeln begangen. Und dieses Jahr ist bereits das 50. Jahr. Ziel ist es, das Bewusstsein für Umweltprobleme zu wecken und konkrete Lösungen und individuelle Handlungsmöglichkeiten aufzuzeichnen. Schwerpunkt in diesem Jahr ist dabei das Thema Klimawandel
Ein Problem, das auch in der Zeit der Corona-Pandemie drängend bleibt. Liebe erste Kommunionkinder, liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, wir haben das Thema zur ersten Kommunion und auch zu diesem Familiengottesdienst, Blumen und Natur. Und liebe Kommunionkinder, ihr habt uns die Fürbitten für diesen Familiengottesdienst zum Thema Blumen und Natur per WhatsApp geschickt. Und Pater Joni und ich, wir haben viele Fürbitten von euch her bekommen. Und die meisten Fürbitten oder sogar fast alle dieser Fürbitten sind mit Natur verbunden. Gott, der Schöpfer, verlangt uns, diese Natur und unsere Erde zu schützen und aufzubauen. Lasst uns in diesem Familiengottesdienst Gott danken für die Schöpfung, aber auch beten, dass er uns dazu die Gnade schenkt. Wir rufen Christus, den Seemann in Kyrie, und bitten wir um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bringst uns die Wirkung des Wortes deines Vaters im Gleichnis vom Seemann näher. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Zum Gloria singen wir 172. 172. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns in diese wunderbare Welt gestellt und dankbar schauen wir auf das Werk deiner Hände. Aber wir vergessen oft, dass wir nicht Herren, sondern Teil der Schöpfung sind und verantwortlich mit ihr in Einklang leben müssen. Hilf uns, dass wir sensibel und bereit werden, deinem Werk mit Achtung und Respekt zu begegnen und entsprechend zu handeln.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr. Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, was meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Wort des lebendigen Gottes. Siebenhundertvierundsiebzig. 774. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer. Und Jesus sprach lange zu ihnen in Form von Gleichnissen. Er sagte, ein Seemann ging auf das Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab.
und ging sofort auf, weil das Erdereich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils 100-fach, teils 60-fach, teils 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht ist euch vorhin an meiner Hand schon etwas aufgefallen und ich hoffe, dass man auf jeden Fall die Farbe erkennen kann. Ganz genau. Ich habe einen grünen Daumen. Und ich habe mich nicht verletzt, sondern dieser Daumen soll noch einmal Bezug nehmen auf das Gleichnis vom Sämann, was wir gerade gehört haben. Ich wollte ja, dass Pater Lukas es umbenennt in das Gleichnis vom grünen Daumen, aber er hat sich partout geweigert. Was bedeutet es, wenn Menschen einen grünen Daumen haben? Ihr könntet jetzt einmal ganz schnell Mama und Papa fragen und ich bin sicher, dass die euch das beantworten können. Warum? Fragt mal, was bedeutet es, wenn Menschen einen grünen Daumen haben? Genau, diese Menschen mit dem grünen Daumen, die können super gut mit Pflanzen umgehen. Was auch immer sie säen oder einpflanzen, es funktioniert jedes Mal. Und es grünt und blüht alles in deren Garten, was das Zeug hält. Und irgendwie sind die Pflanzen und Früchte auch immer schöner und größer als bei anderen. Ich gehöre leider nicht zu den Menschen mit dem grünen Daumen. Dafür habe ich das Ein-Blatt-Syndrom. Das bedeutet, solange noch ein einziges Blatt an der Pflanze ist, bleibt sie stehen. Sie könnte es sich ja noch einmal überlegen. Könnt ihr euch noch an das Gleichnis von Pater Lukas erinnern? Da ging es auch um jemanden, der etwas gesät hat. Und auch da war das mit dem grünen Daumen so eine Sache. Aber dieser Sämann hat etwas ganz Besonderes gesät, nämlich das Wort Gottes. Nun, ein Teil des Samens fiel auf den Weg, das heißt auf harten und festgetretenen Boden. Und dort lagen die Samen nun, völlig ungeschützt und sehr zur Freude der Vögel, die sofort kamen und sie alle aufpickten. So etwas kann auch mit dem Wort Gottes passieren. Es gibt Menschen, die hören zwar von Gott und Jesus, aber sie vergessen alles sofort wieder. Sie denken gar nicht erst über die Geschichten der Bibel nach und darüber, was sie den Menschen sagen wollen. Alles ist gleich wieder vergessen und weg. Ein weiterer Teil des Samens fällt auf steinigen Boden.
der nur ganz dünn mit Erde bedeckt ist. Diese Pflanzen vertrocknen, weil ihre Wurzeln nicht tief in die Erde eindringen können. Auch das kann passieren mit dem Wort Gottes. Einige Menschen glauben an Gott, vertrauen auf Gott und dann kommt irgendetwas Unvorhergesehenes. Etwas, was nicht passt, was sie aus der Bahn wirft. Und dann wenden sie sich ab und wollen nichts mehr mit Gott zu tun haben. Aber keine Sorge, es gibt ja noch mehr Samen. Sie genießen die Sonne und den Regen und wachsen und wachsen. Aber an einigen Stellen wächst auch das Unkraut, Begleitgrün, wie ich es gerne nenne. Und es wächst und wächst und wächst. Und bald ist es so mächtig, dass es einige Pflanzen komplett unter hat und sie quasi erstickt. Auch bei dem Wort Gottes kann dies passieren. Man ist eigentlich gut dabei. Gottes frohe Botschaft hat einen festen Platz im Leben. Und dann ist da auf einmal das neue Handy, das neue Computerspiel. Und eigentlich möchte man viel lieber ausschlafen, als zur Kirche zu gehen. Oder viel lieber Fernsehen, als zu beten. Alles ist plötzlich viel wichtiger als Gott. Doch unser Sämann hat noch mehr Samen gesät. Und ein Großteil fällt auf richtig guten Boden. Die Pflanzen können wachsen und gedeihen und sie bringen reiche Frucht. Und das ist das Wort Gottes, was in die Herzen der Menschen vordringt. Die Menschen verstehen Gottes Botschaft. Sie öffnen ihm ihr Herz und schenken ihm ihr Vertrauen, so dass das Wort Gottes reiche Frucht bringen kann. Das Wort Gottes reiche Frucht bringen? Beim Saatgut, da ist das klar. Aber wie kann das Wort Gottes reiche Frucht bringen? Auch das ist ganz einfach. Wenn wir jemanden trösten, bringt es reiche Frucht. Wenn wir jemandem ein Lächeln oder ein gutes Wort schenken. Wenn wir jemandem einfach zuhören. Wenn wir jemandem helfen. Und gerade in der momentanen schweren Zeit hört man immer wieder von unterschiedlichen Hilfsaktionen. Und das ist total super. Wenn wir handeln, so wie Jesus es gemacht hätte, dann geht die Saat auf und bringt reiche Frucht. Und ich bin sicher, dass euch zu Hause noch viel mehr Sachen einfallen, wie ihr Menschen eine Freude machen könnt, wo ihr reiche Frucht bringt. Okay, fassen wir unser Gleichnis zum Schluss noch einmal zusammen. Der Samen, das ist das Wort Gottes. Der Boden, das sind wir, die Menschen. Aber wer ist nun der Seemann? Wer ist der Kollege mit dem grünen Daumen? Das sind all die lieben Menschen,
die nach dem Vorbild der frohen Botschaft leben, handeln und von Gott und Jesus erzählen. Das sind Mütter, Väter, Omas und Opas, Lehrer, Ehrenamtliche, Priester und besonders in den letzten Wochen und Monaten die Erstkommunion-Katecheten. Die haben fleißig und liebevoll Gottes Samen gesät, damit die kleinen Erstkommunionpflanzen wachsen können und dass unsere Katecheten alle einen grünen Daumen haben. Das kann man an unseren tollen Erstkommunionkindern sehen. Ja, ihr lieben, tollen Erstkommunionkinder. Und darum jetzt noch einmal zu euch. Wir haben nämlich noch eine kleine Überraschung und einen wichtigen Auftrag für euch. Alles Weitere dazu erfahrt ihr leider erst am Ende dieses Gottesdienstes. Aber so viel kann ich schon sagen. Mit einem grünen Daumen kann man nicht früh genug anfangen. Amen. Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis und in Gotteslob ganz Anfang, Gotteslob Nummer 3 und Abschnitt 4. Ich glaube, ihr alle kennt das Glaubensbekenntnis auswendig. Wir beten gemeinsam und bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt halten wir die Fürbitten. Liebe erste Kommunionkinder, ihr habt zahlreiche Fürbitten uns geschickt. Wir haben etwa über 40 Fürbitten habe ich hier bekommen oder Pater Joni auch. Pater Joni hat immer das weitergeleitet zu mir und ich habe alles gedruckt. Und, aber wie wir alle wissen, ja, wir können auch nicht heute alle Fürbitten vorbeten. Ne? Deswegen haben wir Ingrid Hermes und wir beide haben wir einige Fürbitten ausgewählt und die Rest der Fürbitten wollen wir auch in den kommenden Sonntagen und Samstagen immer zum Gottesdienst vorbeten. Und das ist auch schön, wenn ihr noch Fürbitten schreiben möchtet, könntet ihr das gerne machen und entweder an Pater Joni schicken oder mir schicken, sodass wir immer lebendig unseren Glauben halten können. Und jetzt haben wir so gemacht, aus jeder Gemeinde haben wir eine Fürbitte gewählt und beten wir 5 Fürbitten für heute, sodass wir stärken unsere Vereingemeinschaft und unseren Glauben. Eine Fürbitte aus Gelenberg. Guter Gott, du schenkst uns so viele schöne Blumen, damit die Bienen und wir Nahrung haben.
Hilf uns, dass wir diese Erde beschützen. Wir bitten dich, erhöre. Aus Brennenberg. Jede Blume ist ein Geschenk. Sie ist einmalig und einzigartig. Gott, lass uns wie Blumen sein, die in vielen bunten Farben blühen, uns erfreuen und an dich erinnern. Wir bitten dich, erhöre. Aus Hilgenburg. Lieber Gott, wir haben erfahren, wie wichtig es ist, ein Zuhause in der Familie zu haben. Aber so wie die Bienen gerade ausschwärmen, möchte ich auch wieder ausfliegen, Freunde treffen, mich gemeinsam mit den Erstkommunion-Kids auf das große Fest vorbereiten. Beschütze alle Kinder und ihre Familien. Wir bitten dich, erhöre. Aus Bockhorst. Wir sind alle verschiedene Blumen in Gottes Garten. Hilf uns auch in dieser schweren Zeit weiter zu wachsen. Wir bitten dich, erhöre. Aus Esterbeek. Lieber Jesus, es ist so schön, die Blumen und unsere Natur durch dich erwachen zu sehen. Gib allen Menschen in dieser schwierigen Zeit Zuversicht und Vertrauen und lasse sie durch dich Hoffnung und Freude verspüren. Wir bitten dich, erhöre. Wir beten für unsere Kranken und Schwerkranken, aber auch beten wir für unsere lieben Verstorbenen aus unserer Familie, aus unserer Verwandtschaft und Bekanntschaft. Wir bitten dich, erhöre. Guter Gott, wir danken dir und preisen dich in alle Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir 186. 186. Allmächtiger, ewiger Gott, nimm die Gaben an, die
deiner Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Guter Gott, wir freuen uns und wir danken dir, dass wir mit Jesus zu dir kommen dürfen. Beten wir gemeinsam. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Du liebst uns, darum schenkst du uns die schöne weite Welt. Wir beten, dir sei Preis und Dank und Ehre. Du liebst uns, darum schenkst du uns Jesus Christus, deinen Sohn. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Du liebst uns, darum führst du uns hier zusammen als seine Brüder und Schwestern. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Für deine große Liebe danken wir dir. Wir preisen dich mit den Engeln und Heiligen und rufen. Singen wir 198. 198. Gott unser Vater, sende deinen Geist, damit diese Gaben von Brot und Wein Leib und Blut Jesu werden, der uns geliebt hat bis in den Tod. Am Abend vor seinem Leiden hatte er sich mit seinen Jüngern zu Tisch gesetzt. Er hatte Brot genommen und Dankgebet gesprochen. Er hatte das Brot geteilt, es seinen Jüngern gegeben und gesagt: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann hat er den Kelch mit Wein genommen. Er hatte noch einmal gebetet und dir gedankt. Er hat ihnen den Kelch gereicht und gesagt: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dann sagte er: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir singen gemeinsam. Wir preisen deinen Tod. Wir glauben, dass du lebst. Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o
Gott unser Vater, wir sind vor dir und loben und preisen dich. Wir gedenken des Todes und der Auferstehung Jesu, der sich ganz dir schenkt und unsere Opfergabe sein will. Er nimmt uns mit auf den Weg zu dir. Gib uns allen, die an diesem Mahl teilnehmen, den Geist der Liebe, damit wir immer mehr ein Herz und eine Seele werden, zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen, die deinem Volk dienen. Denk an alle, die wir gern haben. Sei nahe denen, die leiden und traurig sind. Lass die Verstorbenen bei dir glücklich sein. Denk an alle Menschen auf deren ganzen Erde. Führe uns dereinst mit ihnen zusammen zum großen Fest in deinem Reich, wo wir mit der Gottesmutter Maria und allen Heiligen für immer glücklich sind und dich durch Jesus Christus preisen. Wir beten gemeinsam. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus, der Seemann, hat uns das Gebet Vater unser gelehrt. Dieses Gebet sprechen wir miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Wir singen 208. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Du Lamm Gottes, der du trägst die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
singen gemeinsam das Lied Gottes Liebe ist so wunderbar. Ich würde nur vorschlagen, ihr solltet alle aufstehen, hinstellen und gemeinsam mitmachen. Ja? Und ich weiß, ihr macht auch mit. Nicht nur die Erstkommunionkinder, sondern alle, Eltern, Kinder, alle. Ja? Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so breit, was kann breiter sein, so wunderbar. Gottes Güte ist so wunderbar, Gottes Güte ist so wunderbar, Gottes Güte ist so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so breit, was kann breiter sein, wunderbar groß. Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so breit, was kann breiter sein, so wunderbar groß. Habt ihr alle mitgemacht? Schön, jetzt beten wir das Schlussgebet. Guter Schöpfer Gott, alles, was wir sind und haben, ist dein Geschenk. Uns klingt in den Ohren, macht euch die Erde untertan. Hilf uns erkennen, dass dein Auftrag nicht bedeutet, die Herrschaft zu übernehmen, sondern vielmehr in Einklang und Verantwortung mit dem großen Schöpfungswerk zu leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Zum Schluss hat Pater Lukas noch ein Anliegen. Denn vielleicht könnt ihr seinen Blog abonnieren. Das ist natürlich kostenlos. Dieses Abonnieren würde ihm sehr helfen, seine Arbeit etwas flexibler zu machen. Denn ab 1000 Abonnenten kann er sein Handy für die Live-Übertragung nutzen. Das würde vieles einfacher für ihn. Und zum Schluss, wie versprochen, noch ein Wort an unsere Erstkommunionkinder und an eure Familien. Was können wir euch jetzt sagen zum neuen Termin unserer Erstkommunionfeier? Leider sind sie zunächst mal verschoben bis Ende August. Diese Nachricht erreichte uns Ende letzter Woche und wir haben versucht, sie in alle Gruppen zu setzen, dass jeder schon einmal eine Information bekommen hat. Weitere Informationen dazu bekommt ihr im Laufe dieser Woche. Aber eine wichtige Information, die habe ich jetzt schon. Denn während der kommenden Zeit, in der wir jetzt leider alle einfach warten müssen, sollt ihr, liebe Familie, nicht einfach nur da sitzen und Däumchen drehen, sondern ihr sollt mit eurem grünen Daumen aktiv werden. Auf die Biene fertig los ist euer Motto. Und dieser Bienenschmaus
ist euer Auftrag. Dazu erhaltet ihr in den nächsten Tagen eine kleine Tüte Saatgut für eine Wildblütenwiese. Und diese Samen sollt ihr gemeinsam zu Hause einsäen. Denn so könnt ihr den Bienen ganz einfach helfen, genügend Nektar und Pollen für ihren leckeren Honig zu finden. Und gleichzeitig könnt ihr durch euren Einsatz mithelfen, Norddeutschlands größte Blumenwiese zu pflanzen. Und wer weiß, vielleicht können wir mit euren Blumen unsere Erstkommunion-Gottesdienste schmücken. Also, wir wünschen euch viel Spaß und Daumen hoch! Eine gute Idee auf jeden Fall. Macht ihr mit? Sonst wünsche ich oder wir, Pater Joni, Hermes und meine Wenigkeit wünschen euch einen gesegneten Sonntag, aber auch eine nette Woche. Wir bitten Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Zum Schluss singen wir das Lied. Lasst uns erfreuen, herzlich sehr. Das ist Gotteslob Nummer 533. 533.